Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In dem Kriminalroman Nur der Tod ist schneller nimmt uns Achilles mit auf eine rasante und spannende Reise durch das kriminelle Berlin. Hauptfigur ist der außergewöhnliche Kommissar Peer Pedes, der nicht nur für seine scharfsinnigen Ermittlungen, sondern auch für seine Vorliebe zum Laufen bekannt ist. Als laufender Kommissar ermittelt Pedes in einer Mordserie, die mit jedem Kilometer neue Wendungen bietet. Achilles verknüpft in diesem Werk klassische Krimi-Elemente mit einer besonderen Perspektive. Die Ermittlungen werden wortwörtlich im Laufschritt durchgeführt. Dadurch erhält die Handlung eine dynamische Atmosphäre, gespickt mit Witz, Tempo und überraschenden Momenten. Leser erleben Berlin aus laufender Perspektive, begegnen facettenreichen Figuren und tauchen tief in die pulsierende Metropole ein. Achilles gelingt es, das Genre mit frischem Wind zu beleben und den Leser von der ersten bis zur letzten Seite zu fesseln. Wer Krimis liebt und sich für ungewöhnliche Ermittler begeistert, findet in Nur der Tod ist schneller eine spannende Mischung aus klassischer Detektivarbeit, Humor und einem einzigartigen sportlichen Touch. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, der laufende Kommissar. Ein Ermittler mit Ausdauer, Peer Pedes ist alles andere als ein gewöhnlicher Kommissar. Seine Untersuchungen führen ihn nicht im Streifenwagen durch Berlin, sondern auf Laufschuhen. Diese Ausdauer und körperliche Fitness spiegeln sich im Charakter und in seinem Ermittlungserfolg wider. Der Sport beeinflusst seine Denkweise, sodass er auch unter Stress und Zeitdruck keine klaren Gedanken verliert. Zudem nutzt Pedes das Laufen, um sich mit Tatorten zu verbinden. Er spürt die Atmosphäre auf und sammelt Eindrücke, die ihm in geschlossenen Räumen verborgen bleiben würden. Diese innovative Herangehensweise macht ihn besonders und hebt ihn von anderen typischen Ermittlerfiguren ab. Zweitens, Berlin als Schauplatz. Pulsierende Metropole zwischen Licht und Schatten. Die deutsche Hauptstadt. Berlin spielt in diesem Roman eine bedeutende Rolle. Achilles beschreibt die Stadt nicht nur als Kulisse, sondern als lebenden, atmenden Organismus, dessen Straßen, Parks und Plätze in die Ermittlungen einbezogen werden. Der Kontrast zwischen den bunten, aufregenden Vierteln und den düsteren Tatorten verstärkt die Spannung. Die Atmosphäre Berlins, von mondänen Boulevards bis zu versteckten Hinterhöfen, untermalt die Handlung und verleiht ihr Authentizität. Berlin-Fans entdecken verborgene Ecken der Stadt, während Krimi-Liebhaber die Vielschichtigkeit der Umgebung als zusätzlichen Spannungsfaktor erleben. Drittens, Mordserie mit Raffinesse. Die Komplexität des Falls, die Mordserie, die Peer Pedes aufklärt, ist geprägt von raffinierter Planung und überraschenden Wendungen. Achilles versteht es meisterhaft, den Leser auf falsche Fährten zu führen, nur um dann mit cleveren Twists die Karten neu zu mischen. Die Motive der Täter sind vielschichtig und die Opfer könnten unterschiedlicher nicht sein. Damit fordert der Roman zum Miträtseln auf. Was verbindet die einzelnen Todesfälle? Welche Hinweise bleiben vermeintlich unauffällig, sind aber von Bedeutung? Diese Vielschichtigkeit sorgt dafür, dass die Spannung konstant aufrechterhalten bleibt und sich der Roman nicht einfach an typischen Mustern bedient. Viertens. Kombination aus Humor und Spannung. Witz als Stilmittel. Achilles gelingt der Spagat zwischen ernsthaften, dramatischen Momenten und humorvollen Einschüben. Besonders Peers trockener Humor und seine eigenwillige Art, mit Kollegen und Zeugen umzugehen, lockern die Atmosphäre auf und machen das Buch angenehm lesbar. Der Witz ist dabei nie flach oder unpassend, sondern entsteht aus der Situationskomik und der charakterlichen Eigenart des Protagonisten. Leser werden dadurch nicht nur gefesselt, sondern finden sich immer wieder schmunzelnd in den Seiten wieder. Diese Mischung aus Spannung und Witz ist ein Markenzeichen des Romans. Schließlich Tempo und Erzählstruktur. Der Rhythmus des Romans. Der gesamte Kriminalroman ist von einer besonderen Dynamik geprägt, die sich aus der Perspektive des laufenden Ermittlers ergibt. Die Kapitel sind durch Tempo, schnelle Wechsel und knackige Dialoge charakterisiert. Achilles schafft es, Spannung und Action so zu verweben,
dass der Leser sich selbst wie in einem Dauerlauf fühlt, bei dem keine Verschnaufpause erlaubt ist. Diese moderne, temporeiche Erzählweise entspricht dem Zeitgeist heutiger Krimiliteratur und hält den Leser am Ball. Die Struktur des Romans mit kurzen Kapiteln, prägnanter Sprache und lebendigen Szenerien zementiert das einzigartige Leseerlebnis. Zusammenfassend: Nur der Tod ist schneller empfiehlt sich besonders für Leser, die klassische Krimispannung suchen, aber offen für neue, unerwartete Perspektiven sind. Wer Freude an ungewöhnlichen Ermittlerfiguren oder einen Bezug zum Ausdauersport hat, wird Per Pedes ins Herz schließen. Gleichzeitig entführt das Buch in die pulsierende Szenerie Berlins und bietet Ortskundigen wie auch Fremden aufregende neue Einblicke in die deutsche Hauptstadt. Das Buch ist ein Muss für alle, die Krimis nicht nur als Rätsel, sondern auch als Porträt gesellschaftlicher und urbaner Vielfalt schätzen. Achilles vereint Witz, Tempo und Tiefe auf eine Art, die sich von vielen anderen Kriminalromanen abhebt. Die originelle Verbindung aus Laufen und Ermitteln wird so spannend gestaltet, dass sie einen ganz besonderen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Krimis bietet. Für das eigene Leben regt die Lektüre an, Umwege zu gehen, neue Perspektiven einzunehmen und Ausdauer in jeglicher Hinsicht zu zeigen. Die intelligente Plotführung schult das analytische Denken, während der Humor eine wohltuende Leichtigkeit vermittelt. Wer ein Buch sucht, das weit über das übliche Krimi-Standardrepertoire hinausgeht, sollte zu Nur der Tod ist schneller greifen. Es sticht durch originelle Figuren, ein einzigartiges Setting und eine atemlose Erzählstruktur aus der Masse heraus und bleibt so garantiert in Erinnerung. Wenn Sie unterstützen möchten, Achilles, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.